Der Sonnenlandpark. Wir stehen gerade da drüber. Wir gehen gleich mal runter und zeigen euch diesen kleinen süßen Freizeitpark in Deutschland. Heute sind wir mal im Sonnenlandpark unterwegs. Wir sind in Sachsen und wenn man über die Autobahnen hier so fährt, ab und zu kommt man auf einmal an so einem kleinen Riesenrad vorbei. Und dazu gehört ein kleiner Freizeitpark, den stellen wir euch heute vor. Wer sind wir? Wir sind Ride Review und wir machen Videos über Freizeitparks und nehmen euch heute mit. Also schauen wir mal, was es hier so gibt. Das ist nämlich mehrere verschiedene Sachen in einem Freizeitpark. Ein bisschen Freizeitpark, ein bisschen Wildtiergehege. Es gibt ein eigenes Hotel, es gibt auch einen Indoor-Spielplatz. Und ein paar Fahrgeschäfte gibt es hier auch. Fahrgeschäfte ist ja so das Steckenpferd bei uns auf dem Kanal. Und so ein Hege, Komet habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen, eine motorisierte Schaukel. Dann auch ganz süß, man kennt es ja, ferngesteuerte Boote. Und daran seht ihr, glaube ich, schon ein bisschen. Und wenn man so ein bisschen sich hier umguckt, heute wird es ein bisschen gemütlicher. Uschi sagt es gerade, sehr gepflegt hier, das stimmt. Und es gibt auch Übernachtungsmöglichkeiten direkt mit hier. Das finde ich auch super spannend. Und da plätschert es unten. Was ist denn da? Ist ein Spraypark. Wir haben auch 32 Grad Play Fountain. Das kennt man auch schon, aber da sind jetzt die Kiddies drin am Rumspringen. Ist das eine große Fläche mit verschiedenen Wassereffekten spielen, wo man dann wirklich Spiele spielen kann oder auch überrascht wird von den Fontänen. Und es gibt auch einen gigantischen Rutschen, Aussichtsturm und Skywalk. Gucken wir mal, dass wir den gleich für euch auch noch mal drauf bekommen. Hier haben wir natürlich noch 2 Nautic-Jets nebeneinander. Das sind Boote, die dann hier diese Rampe runter sausen und im Wasser landen und mit dem Seil wieder zurückgezogen werden. Ihr kennt das Spiel. Und hier ist noch das Objekt meiner Begierde. Ein sogenannter Butterfly. Ist eine Grauzone-Achterbahn und totaler Quatsch, sowas zu fahren. Machen wir natürlich. Was ist das denn für ein Quatschbild? Ist halt voll in meinem Schatten, so ist besser, oder? Nee, ich bin trotzdem... Sieht nicht so gut aus. Das ist viel zu hoch. Peoples, sowas hatten wir auch bei uns auf dem Spielplatz. Also nicht bei uns im Spielplatz, sondern im Stadtwald. Aber ich hab's geliebt. So cool. Stark. Baggern. Richtig coole, große Baggern. Nicht so ein Spielzeug. Stimmt. Wahnsinn. Und hier der Fuchsbau ist auf jeden Fall groß. Weil hier geht's rein und da vorne ist die Ecke, die ich euch gerade gezeigt habe. Leute, das ist doch richtig cool, oder? So, auch Wabbelberg da hinten natürlich auch. Oh, das gibt's auch elektrisch. Das sollte ich lieber fahren. Nicht, dass ich noch Kalorien verbrenne. Ah, guck mal, da ist aber auch hier, was der Pleasure Heinz gemacht hat, oder? Nee, das ist auch, das haben wir, glaube ich, im Eifelpark schon gesehen, diese Überkopfschaukel, die nicht über Kopf geht. Da müssen wir, glaube ich, auch mal gucken gehen. Sieht neu aus. Ja, warum auch laufen, wenn man fahren kann? So, bist du hier, oder? Ja, da wollten wir hin. Ja, genau. Das ist doch im Eifelpark auch so ein Ding von Hege. Ach, aber, okay, weißt du, das kostet wieder €1 extra so. Sonst hätte ich es jetzt gemacht, aber weißt du bezahlst ja schon normal Eintritt. Schade. Also, ich weiß nicht, wie es jetzt sonst ist, dass du das so... Aber wir müssen noch mal gucken, was der Eintritt kostet.
Ja, Rutschentürme habe ich gerade noch gesagt, gigantisch. Hier der große, da sind wir jetzt gerade hochgeklettert, weil wir wollen da vorne rutschen. Und die beiden Türme sind mit einer Brücke verbunden. Ich habe keine Ahnung, wer diese Brücke gebaut hat. Was ich weiß, ist, dass diese Rutsche hier, die große, hohe, von Vegan Slides ist und die anderen Rutschen von den anderen Turm von Atlantics. Direkt hier aus der Nachbarschaft quasi. Das haben wir jetzt erstmal hier bezwungen. Wir haben unsere Rutschmatte mitgenommen. Hoffentlich fliegt die jetzt nicht hier oben weg und dann rutschen wir mal nach unten wieder, ne? Rutscht der Bro gleich runter. Soll ich anschubsen? Rutschen, wilde Sache. Also mehr Angst als Vaterlandsliebe, aber schon geil, macht schon Spaß und die Aussicht von oben auch der Hammer. Das, wie ihr gemerkt habt, ist jetzt kein klassischer Freizeitpark mit riesigen Fahrattraktionen, auch wenn es oben noch ein Fahrgestell 2 sogar gibt, die wir noch zeigen. Aber du hast halt hier auch diesen Natursee und kannst hier auch ziemlich nah dran und wir haben 32 Grad, aber hier durch die ganze Fauna, was eigentlich Flora ist, und auch dann dem Wasser und so, super angenehm. Grillhütten und das ist ja auch so ein bisschen das Steckenpferd hier, dass man hier zum Grillnachmittag hinkommt. Aber Leute, habt ihr eine Bierbankgarnitur so picobello schon mal gesehen, wie das hier aussieht? Also der ganze Park ist super gepflegt, aber also die Tische und Bänke, das ist so ein Indikator dafür, ey, da gibt sich aber jemand richtig Mühe. Und wenn du deine Mülltüten vergisst, kriegst du sogar eine Kasse Mülltüten, wenn du hier zum Grillen hinkommst. Jede Ecke hier hat so einen eigenen Grill, hat einen Aschenbecher, Raucherzonen sind auch gekennzeichnet. Es gibt wie gesagt auch das Wildtiergehege. Also kannst du aber wirklich mal eine richtig gute, entspannte Zeit haben, vor allem mit den Übernachtungsmöglichkeiten noch. Steht einem Kurzurlaub ja gar nichts mehr im Wege. Endlich haben wir es mal hier hingeschafft, hat lange genug gedauert und vielleicht switchen wir noch mal die Seite, damit ihr ein bisschen schöneren Hintergrund habt, wenn ihr schon mich ertragen müsst. Genau, wir gucken uns jetzt oben noch die Rides an, aber wir sind positiv überrascht von dem, was einem hier im Sonnenlandpark geboten wird. Das von mir angesprochene Riesenrad, was man immer von der Autobahn aus sieht. Ich mache euch das total unique und darum sind wir hier, weil wir das immer sehen mäßig. Aber es gibt eine Parkbahn und heute dreht sich das nur mit der Parkbahn auch dahin fährt. Das ist wirklich ein bisschen außerhalb, hat man gerade eben vom Turm aus gesehen. Und wir sind auf dem Donnerstag gerade hier und die Schulklassen sind gerade alle weg. Also ist gerade ein bisschen ruhiger und dann macht das auch total Sinn, dass man das so operatet. Funky Wackelfahrräder gibt es hier natürlich auch noch, Schaukeln, Spielplätze, andere Aktivitäten. Hinten auch noch eine Tube Slide und die Häschenhüpfer von SBF Isar stehen hier und dahinter ist sogar noch ein Wellenflieger, ein Klassiker. Und wir sind wieder am Eingang, sind einmal rumgelaufen und hier ist glaube ich dann noch der Indoor-Spiele-Part. Ich weiß gar nicht, ob man da einen Blick reinwerfen kann, weil das müssen wir natürlich mit euch auch noch machen, ne, wenn wir da vorne reingucken. Jo, klimatisiert, alles klar. Das ist nicht normal. Und dann kann man sogar als Elternteil gemütlich oben sitzen. Das ist ja geil. Der Hai. Die Hai-Hüpfburg. Ja, aber Billardtisch, Tischtennisplatte, Airhockey und dann die Kletterstruktur. Alles, was man braucht. Nicht schlecht, also. Cool.
Ja, zum guten Schluss jetzt nochmal, was ich ja gerade angesprochen hatte. Also 18,50 Euro für den Erwachsenen der Eintritt. Es ist grundsätzlich nicht viel Eintritt, aber wenn du für ein paar Mark mehr in irgendwie einen großen Freizeitpark mit großen Multimillionen-Fahrattraktionen gehst, da kostet halt auch nicht extra so ein kleiner Ride. Aber andererseits ist es mir auch, kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht ein bisschen was mit steuert, dass es nicht überrannt wird oder dass die Kinder alleine darin rumalbern oder. Aber das ist mir gerade nur so aufgefallen als einziger Kritikpunkt. Sonst ist es alles wirklich tippitoppi, tutti. Und ich bin jetzt hier halb. Ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen soll. Schatten ist gerade besser. So, wir machen es wieder. Morgen um 18 Uhr neues Video. Hoffentlich nicht so heiß wie jetzt.